Moin. Guten Morgen. Wir fahren immer noch gegen Laternen oder Fahnenmaste und bleiben im Bordstein hängen. Aber nebenbei liefern wir auch Pakete aus. Wir stehen kurz vor der großen Silvesterfete. Gespannt, wie das Feuerwerk wird von Jack. Hi. Hab schon ein bisschen was aus meinem Flachmann getrunken, glaube ich. Und noch einmal hier rum um unseren großen Teich. Zum letzten Mal. Brücke. Sogar mit Motorgeräuschen. Hallo! Wir können aber kurz, genau wollte ich gerade sagen, beim Mechaniker vorbei, einmal kurz vorbeifahren und hupen und gucken. Haben wir irgendwas Interessantes gerade passiert? Wir werden wahrscheinlich heute Abend auch alle nochmal sehen. Er macht gerade Inventur. Ach, guck mal, jetzt müsst ihr jetzt eigentlich was anderes sagen. Also ich freue mich auf die Pokernacht. Ist ja jetzt schon rum, die Pokernacht, ne? Dann wollen wir mal Hello. Ben, du alter Zuckerbär, du. Hallo! Geht doch. Ja, alles klar. Herrschaftszeit. Schnell wieder weg. So, die letzten Pakete. Ich weiß ja noch gar nicht, ob das die letzte Runde hier ist, aber ich gehe schwer davon aus. Das klingt für mich alles so nach Finale, ne? Jetzt hier mit große Party und so was. Zu Party. Vielleicht irre ich mich auch und das ist noch gar nicht das große Finale. Aber, who knows? Diesmal hier. Nein. Hier. Der bestellt Aufpakete hier mit seinem orangenen Sportwagen, wa? So. Müssen wir hier einen Brief abbringen geben. Fancy handwriting on this one. So, Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz hier nebenbei tatsächlich auf eine wichtige Nachricht antworten, aber das ging direkt zur Fatze. Da bin ich wieder voll im Spiel. So, wir haben noch ein paar Briefe abzugeben. Da haben wir noch einen. Den können wir zum Schluss abgeben. Ne? Das ist halt alles scheiße. Wann auch immer wir den abgeben, macht eigentlich keinen großen Unterschied. So, hier, im guten alten Hero Cycle. Oh, ach so, ich muss hier ein Packet abgeben. Dann gehen wir mal hier runter. Hallo, versuchen bitte. Dankeschön. Kann ja nur der hier sein. Da macht eh keiner auf. Die sind über die Ferien weg. Das sind die Hendersons. They must be out of town for the holidays. Sag ich doch.
So viel ist hier nicht los. Über die Feiertage. Bin ich early. So, hier haben wir noch ein Package abzuliefern. Nein. Dann hier. Und dann kommt der vorletzte Brief. Wir haben noch 2 Briefe abzugeben, sehe ich gerade. Welchen haben wir denn da übersehen? Ach so. Okay, ja, aber das können wir dann super machen. Und zwar fahren wir jetzt einfach wieder gerade. Bringen den noch weg. Dann fahren wir die Schleife. Schmeißen den anderen rein. Dann machen wir Feierabend. Raus. Das ist der falsche. Meine Fresse. Jetzt kommt der letzte. Letzte Brief. So, 102. Und wir machen Feierabend. Last delivery of 1985. A momentous occasion, to be sure. Hat er recht. Das war wohl die letzte Lieferung. Ich habe trotzdem noch nicht diese Meredith Side Story verstanden, warum der Boss jetzt bei uns angerufen hat. Ich dachte damals, der hätte bei uns angerufen, weil er denkt, sie wäre bei uns. Aber er hat ihr doch dann die Arbeit aufgebrummt. Also müsste er doch wissen, dass sie nicht bei uns ist. Also müsste Meredith uns doch angelogen haben. Ah, vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch. Wenn ich auf dem Schlauch stehe, dann schreibt sie mir doch mal in die Kommentare und erklärt mir den Sachverhalt. Weil ich check's wirklich nicht. So. Leute, es ist Feierabend. 1985 ist rum. Hello? Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. I'll probably stay inside anyways. We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! I'd rather be early than late. Are you going anywhere to celebrate? Thanks, Dad. We're all a bit drained after making the deadline. Some guys from the office were going to do a ER Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. People seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. But don't let that ruin your evening. It won't. We'll have a good old party and start the new year with a bang. And that hangover will clear up in no time with a New Year's Day walk in the snow. Shall I remind you of this when you're curled up on the couch under a blanket?
Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Like starting the car in time before going to Moe's? Bingo! Okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening, and a Happy New Year. Love you. My beautiful people, may I have your attention for half a minute? First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party at the last minute, so if you feel like the snack situation isn't up to standard, you're right. But we do have enough tater tots, french fries, potato wedges, and potato pancakes to feed the entire village. Thank you so much for that, Jack. And thank you all for coming. Cheers to a great evening. Well, if it isn't my favorite KNW6 news team. In the flesh. Hi, Thomas. Trigger Smoking, aber ich krieg ein ganzes dieses Witchcraft Lied nicht mehr aus dem Kopf. Darndest thing. I've had this song stuck in my head all day. It goes, witchcraft, ooh. Witchcraft, ooh. What a coincidence. That's been stuck in my head, too. He knows. He heard you sing it in the shower. Oh, right. Elsa Richter, ladies and gentlemen. Segment producer, car problem solver, and joke explainer extraordinaire. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Hello, Mr. Price. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever do you mean, Elsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the flip side, mailman. Hi, honey. There goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Almost time for Auld Lang Syne, eh? Did you know that Auld Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th century? And that he based it on an old Scottish folk song? He wrote it to a different melody than the one we sing today, but I have to say, I do like this version. And it's often sung after a special dinner where haggis is served. Would you believe? Du wirst noch ein bisschen klarkommen. Honestly, Beth, I don't know how we'll get by without these fascinating facts when you're gone. Well, I will still be selling sets of encyclopedias at the store for a few more months if you need them. I'll cut you a nice deal. Only if you'll help load them into my truck. All joking aside, my friends, now that a new year is upon us, I feel a moment of thanks is in place. I know I've kept my situation from you for a while, but now that it's out in the open, I honestly don't know why I didn't share it with you sooner. Pride, I suppose. But I feel so much better now. So thank you, my friends. That's what we're here for. Glad we could be there for you, Beth. And thank you for opening us to it. We'll always be there for you. But you have to let us in first. I hope you'll remember that when you're in Georgia. Definitely. In fact, it's my new resolution for 1986. Along with letting go and seeing where life takes me. What about you, Emily? Any resolutions?
Well, less work and more fun, I suppose. Now that this guy Matt is joining the motel, I am looking forward to a bit more quality time. What about you, honey? Hey, ein schöner Name wäre nicht zu verachten. Ich würde nächstes Jahr gerne mal zur Meredith rüberfahren. Hasi. Ja, Urlaub wollen wir nicht. Sind wir ja gar nicht so der Urlaubstyp. Den machen wir zwar, aber sind wir nicht so für. Wir wollen nicht zur Meredith rüberfahren. Wir machen hier den letzten. Another year with you is all I could ever hope for, dear. Oh, I love you too, Big Bear. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard-pressed to ever forget you two. Same here, Beth. Absolutely. We wouldn't be able to forget you if we tried. Not that we tried, of course. And like you said at Christmas dinner, even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with them. And what better time for new beginnings than New Year's Eve? Attention, folks! It's showtime! If you want to see the biggest fireworks show west of the Rocky Mountains, you better be standing outside in about 10 minutes. That's my cue. From a little spark may burst a flame, as Dante once put it. But I need to visit the ladies' room first, or I'll turn into a pumpkin. See you outside. Isn't she marvelous? I'm so happy for her, but I am going to miss Bethy. So will I. Was habe ich jetzt auch wieder nicht verstanden mit I'm turning into a pumpkin? Warum wird sie zu einem Kürbis? Seeing a parcel addressed to the bookstore always brightened my mood. It makes me feel a bit melancholic. Even more than I usually am on New Year's Eve. This odd feeling of looking back and forward at the same time, and now I'm doing that over a much longer period than just the coming and going of the year. I know what you mean, and there's nothing wrong with that. It's good to have something to look forward to. And we sure have something to look forward to, don't we? I guess that's what's most important in life. But let's enjoy the here and now instead. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this should be the best evening of the year. But we're allowed to try it, right? So this is where my speech ends, my dear husband. And now I need a glass of champagne. I'll drink to that, and to you, and all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne. For me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. It's less than a minute now. 20 seconds on go, Mr. Price. Go. And so, 1985 draws to a close. With mere seconds left in the year, I've been told this little lake town will strive to end 85 with a bang. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Holy Toledo! Elsa, are we getting this? Somebody check on Frank! Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Und jetzt brennt die ganze Stadt und es wird ein apokalyptisches Szenario. That sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, dear. It's coming up next. Yes, don't get too excited now. It's just a preview, remember? And now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price.
Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Providence Oaks, wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek. Providence Oaks, an idyllic town by a lake just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986. And although, unfortunately, the fireworks started a little early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle, courtesy of postal worker Frank Coleman. Just a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks. Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-OK. And perhaps that encapsulates the true nature of Providence Oaks, or P.O., as it's called by those who know and love it. It's a town where, even when things don't go as planned, folks will be all right and A-OK. It's just, we help each other out, and there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. A town where generations have grown up. It's a great place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean. Back when I was a kid, being raised here. Was that okay? A town where patience is still a virtue. To be honest, I'm not entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for. But I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique individuals that, deep down, have more in common than you'd think. The average Providence Okian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. A town you can't help but love. I just think it's the best place in the whole wide world. Sue me. And where everyone has a story to tell. To me, it's all about the people. Because... Yes, well, leave it to the mailman to say it best. This is home. Indeed. Providence Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, P.O. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Oh, das ging aber jetzt flott. Ja, meine Freunde. Ich sag ja immer am Ende von jedem Spiel, das wir auf unserem Kanal oder auf meinem Kanal hier durchgespielt haben, nochmal so ein paar Worte zum Spiel. Also Lake, die klassische Version, wie sie hier genannt wird, fand ich ja schön. Fand ich toll, fand ich cozy. Das hat alles für mich gehabt, was so ein cozy Game braucht. Da habe ich mich gern rein verzogen, da habe ich gerne meine Zeit verbracht, da habe ich gerne die Leute kennengelernt mit ihren Eigenarten. Mir hat Lake Season's Greetings, mein Gott, das habe ich auch nicht einmal auswendig gelernt hier, Season's Greetings gefallen. Aber es steht meines Erachtens jetzt so nach dem Durchspielen tatsächlich der klassischen Version, wie sie hier genannt wird, schon
ein bisschen nach. Ich verstehe, es ist ein DLC und es ist jetzt auch nicht sonderlich teuer. Ich will da auch gar nicht meckern. Für das, was ich bezahlt habe, habe ich eine tolle Spielzeit gekriegt. Ich hatte meinen Spaß. Aber ich muss sagen, dass du in der klassischen Version tatsächlich mehr auch so, das, was ich ja toll finde, die Entscheidungsmacht hattest. Du hast viel mehr das Gefühl gehabt, ist hängen geblieben? Nee, doch nicht. Du hast viel mehr das Gefühl gehabt, dass deine Entscheidungen im Spiel die Geschehnisse beeinflussen. Du hast durch diese Person, wir spielen ja Meredith im Original in der klassischen Version, durch die Figur Meredith hast du viel mehr das Gefühl gehabt, du kommst jetzt hier in eine Stadt, in der du dich nicht auskennst, hast die Charaktere lieben gelernt, hast die schrulligen Charaktere lieben gelernt. Das habe ich hier so ein bisschen vermisst. Du hast auch nicht so viel mit, was du im Originalteil viel mehr hattest an der Tür. Ich habe es zumindest so in Erinnerung. Es ist 2 Jahre her, dass ich den gespielt habe. Den ersten Teil. Den klassischen Teil, wie es hier heißt. Du hast viel mehr mit den Leuten auch an der Tür agiert, wenn du Briefe abgegeben hast oder halt die Pakete. Mir hat hier tatsächlich so ein bisschen die Interaktion mit den Menschen gefehlt. Und das ist für ein Spiel, das sich dann halt gerade darauf fokussiert, ein bisschen traurig. Wozu ich auch sagen muss, persönlich, dass ich fand dieses Schneegestöber am Anfang echt schön, aber es ist dann leider doch eine Ecke gewesen, die sich sehr schnell optisch abgenutzt hat, finde ich. Ich glaube, im Nachhinein fand ich das Setting im Original, im klassischen Version sogar ein bisschen optisch ansprechender. Aber ich hatte meinen Spaß. Ich will damit nur sagen, dass ich tatsächlich sagen muss, dass mir der erste Teil, die klassische Version, doch ein bisschen besser gefallen hat. Aber ich bin froh, dass wir nochmal nach Providence Oaks fahren konnten. Ich hatte echt meinen Spaß und ich muss sagen, die Story, wo ich gerade am Meckern bin hier, von Season's Greetings, die Story, war auch deutlich langweiliger und belangloser. Ich meine, in Story im ersten Teil hast du jetzt auch nicht die Welt gerettet und da hast du jetzt auch nicht groß was bewegt, aber da hast du schon noch so ein bisschen auch Einfluss gehabt auf das Leben einer Person und hier dümpelte so die gesamte Geschichte ein bisschen vor sich hin, ob ich jetzt unbedingt einen Frührentner spielen muss, der mit seiner Frau da lebt in Providence Oaks und eigentlich passiert gar nichts. Ich meine, im ersten Teil ist auch nicht viel passiert, aber hier ist wirklich gar nichts passiert. Da hatte ich hatte vielleicht einfach, ich will gar nicht sagen, dass ich keinen Spaß hatte, aber ich habe vielleicht ein bisschen zu viel erwartet, ehrlicherweise. Vielleicht ist es das. Aber ich wäre nicht abgeneigt, liebes Team, will ich damit sagen. Ich will nicht auch zu viel meckern. Ich wäre nicht abgeneigt, wenn wir nochmal nach Providence Oaks gehen. Also, das bietet ja Stoff. Ein bisschen spannendere Geschichte, ein bisschen mehr Intrigen oder, wie im ersten Teil, ein bisschen mehr wichtigere Entscheidungen, die man treffen kann. Vor allem ein bisschen mehr schrullige Charaktere. Der Stoff ist ja da und Providence Oaks ist auch ein tolles Setting. Also, ich wäre auf jeden Fall gewillt, nochmal nach Providence Oaks zu reisen mit euch. Je nachdem, ob da noch was kommt. Und ich hatte meinen Spaß. Ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel, das ist das Wichtigste. Der erste Teil war aber trotzdem ein bisschen stärker, wenn ihr mich fragt. Aber trotzdem, schönes Spiel, schöne Erfahrung. Auf keinen Fall ein Reinfall. Nur ein bisschen dem ersten Teil hinterher. Finde ich persönlich. Aber was haltet ihr von diesem Teil? Schreibt es doch in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal so schreibt, was habt ihr von diesem Spiel gehalten? Wie fandet ihr es? Habt ihr vielleicht den ersten Teil gesehen? Habt ihr ihn gar nicht gesehen bei mir? Oder habt ihr ihn selber gespielt? Könnt ihr mir zustimmen? Oder seht ihr das ganz, ganz anders? Fandet ihr den zweiten Teil am Ende vielleicht deutlich stärker als den ersten? Schreibt mir eure Meinung. Am besten in die Kommentare, meine Freunde. Und wenn ihr dabei seid, dann schreibt, lasst doch gleich einen Daumen da. Einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, je nachdem, wie ihr es fandet. Da bin ich ganz, ganz offen. Teilt dieses Video und sorgt dafür, dass ich ein bisschen Reichweite generieren kann dadurch. Denn anders geht das nicht, außer wenn ich unter Videos schreibe. Bitte guckt mal meine Videos. Und das finde ich ein bisschen armselig, da habe ich keinen Bock drauf. Würde mich freuen, wenn ihr das tut. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn euch das gefallen hat. Hier in der Endcard ist nochmal das Video zum ersten Let's Play, zu der klassischen Version. Da könnt ihr es ja gleich nochmal vergleichen, wenn ihr jetzt hier viel Spaß dran hattet. Vielleicht fandet ihr das ja auch super. Wenn ihr das jetzt super fandet, dann kann ich euch nur sagen, guckt euch den ersten Teil an. Den fand ich persönlich noch ein bisschen stärker. Ansonsten schaut trotzdem auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr euch was anderes interessiert. Da ist jede Menge interessanter Stuff bei. Vom Shooter bis zum Point-and-Click-Adventure, über Adventure Games, über Story Games, über Action, Roleplays wie GTA.
für jeden ist was dabei. Cyberpunk 2077, alles ist, schaut einfach mal rein, da ist jede Menge dabei. Auch alter Stuff von mir, alte Let's Plays noch. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn ihr ein bisschen da verweilt, wenn ihr vielleicht da so ein Abo lasst, ihr ja sowieso da. Und mich würde es freuen, wenn ihr mal in den Tralafiti Podcast reinhört, von mir und dem guten Moritz. Der ist hier in der Endcard verlinkt und überall zu finden, wo es Podcast gibt, meine Freunde. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, schönen Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt. Genießt, ja, ich würde sagen, genießt die Feiertage, wenn das hochgeladen ist. Aber wer weiß, wann ihr es guckt, genießt die Feiertage oder genießt auch alles andere, was ihr gerade macht. Stay safe, schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei einem neuen Projekt hier auf dem ZBZ-Channel, nicht Denne. Bis dahin, tschüssi, Kowski.